1946 habe ich plötzlich gesehen, wie eine riesige Staubwolke aufgegangen ist mit einem riesen Aufprall am World Trade Center. Und ich habe zuerst gemeint, das sei ein Cessna, irgendein Teenager, der ein Flugzeug entführt hat. Und habe dann aber gemerkt, das muss ein riesen Flugzeug sein, weil es sind Millionen von Aluminiumsplitter sind in dieser Brise eigentlich zum Meer geweiht über den East River. Und die Millionen von Aluminiumsplitter haben sich dann entpuppt als Millionen von Seiten von Papier, die übergeweiht sind zum Meer. Und eine Seite habe ich heute noch, das ist hier von einem Zivilgesetzbuch, wo ironischerweise draufsteht Victim Compensation Fund. Und die Seite ist, wie man sieht, auf allen 4 Kanten angeholt gewesen. Und dann ist ja der zweite Flieger dann reingekommen. Und ich habe zuerst gemeint, es würde auf uns zufliegen. Es hat sich verhalten wie ein Militärflugzeug. Und ich habe gemeint, es wird uns angreifen. Und ich habe wirklich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, ich bin in einem Krieg. Wo dann das erste Gebäude eingestürzt ist, und das muss man sich vorstellen, es ist eingestürzt wie ein Kartenhaus, also wie so senkrecht in sich zusammengefallen. Und ich konnte nicht mehr stehen. Und ich bin dann einfach zu einem Bänkchen getaumelt und habe einfach gekühlt, wie ein Schlosshund, ehrlich gesagt. Und die Leute haben mich tröstet, die ich überhaupt nicht kennt habe. Ich kann heute sagen, dass ich aus diesem Tag heraus auch sehr schöne Sachen erlebt habe. Also dass aus dieser Dunkelheit eigentlich auch Licht gekommen ist. Als Beispiel, am nächsten Tag ist ein Rabbiner zu mir gekommen und hat mich gefragt, bist du jüdisch? Und ich habe normalerweise gesagt, pass auf, oder it's none of your business, das geht dir nicht an, ich bin hier am Lesen. Und an diesem Tag bin ich so aufgeführt, dass ich gesagt habe, ja, ich bin jüdisch. Meine Mutter war Jüdin und mein Vater war Christ. Und aus dem heraus haben wir dann angefangen, zusammen eine Freundschaft zu bilden. Und wir haben dann auch ein Buch zusammen geschrieben sogar. Das ist «Der Rabbi und der CEO» über die Verbindung zwischen den 10 Geboten und was Führungskräfte können lernen von den 10 Geboten für das Management heute. Und der Rabbiner hat uns dann auch getraut, 7 Jahre später, meine Frau und mich, in dieser Synagoge in Brooklyn. Also es sind auch sehr schöne Sachen, leichte Sachen passiert.